Jetzt habt ihr es gerade verpasst. Die Welt, die Sonne ist untergegangen. Hier am Strand. Ich bin schon wieder am Strand und ich sehe schon wieder in euren Gesichtern, bist schon wieder am Strand, voll öde. Mach mal was Interessantes, geh auch mal an interessante Orte. Und ihr irrt. Ich sage euch, ihr irrt, denn mit mir, eurem rasenden Reporter, seid ihr immer an den Orten des Weltgeschehens. Und somit ist das hier nicht einfach irgendein Strand, sondern, wenn ich es richtig gesehen habe, der nördlichste Strand Lateinamerikas. Und das hier ist nichts Geringeres als die wunderschöne Mauer, der wunderschöne Zaun zwischen den Vereinigten Staaten von Mexiko und den USA. Jetzt habe ich aber gefoppt, was? Das ist ja hier, der schöne Zaun. Drüben im Dunst irgendwo San Diego. Die armen Gringos sitzen sie im Nebel da drüben. Ne? Aber hier lacht die Sonne, hier in Mexiko noch. Die letzten Meter Mexikos, das hier ist der berühmte Zaun. Ja, der Zaun, Sehnsuchtsziel vieler Migranten aus Mittelamerika, die sich hier den ganzen weiten Weg hoch machen. Und wenn sie es dann bis hierhin geschafft haben, sind sie eigentlich fast am Ziel, müssen nur noch über die Mauer rüber. Ja. Die Mauer können wir uns gleich nochmal schön anschauen. Man kann das natürlich auch von einer anderen Perspektive sehen, so wie die Mexikaner. Hier, ne? Aquí empieza la patria, hier fängt die Heimat an. Auch eine schöne Sichtweise eigentlich, so muss man es auch sehen, oder? Und ja, da drüben der Zaun. Wie gesagt, auf der anderen Seite dieses Zaunes, da ist ja so eine Pufferzone drin. Wir kennen das aus Berlin, von damals noch. Und ja, dahinter ist der sogenannte Friendship Park. Da können dann ausgewählte Mexikaner an ausgewählten Tagen, zu ausgewählten Zeiten, ausgewählte Familienmitglieder treffen. Und die kommen dann da hinten hin. Und dann kann man da so mit den Pfoten so hier so hinfassen. Und dann kann man da hier so hinfassen und dann kann man sich so die Fingerspitzen berühren. Ist das nicht eine humanitäre Geste? Extrem toll, oder? Ja, so sieht es aus. Das ist der sogenannte Friendship Park, aber heute ist da wohl niemand. Wahrscheinlich ist gerade keine Zeit für Freundschaft oder so. Das hier ist der wie sagt man, Marker, Lümmel. Hier unten ist noch mal eine Karte von Mexiko. Ne, hier sieht man schön, hier um mich reingefahren von Belize, dann bin ich rüber hier, Mexico City. Da habe ich die Fähre rübergenommen auf die Baja California, diese Halbinsel. Und ganz da oben ist Tijuana und da sind wir jetzt. Vorhin, kleiner Fun Fact am Rande, war hier oben ungefähr auf Höhe von Los Angeles ein Hundehaufen. Aber das ist natürlich diplomatisch nicht akzeptabel, der ist natürlich weggeprüft worden. Andere Seite jedenfalls hier beansprucht der Ami für sich. Ja. Aber so ist das jedenfalls. Und da spielen sich wohl Dramen ab in diesen Friendship Parks ab und zu, in dem Friendship Park. Und genau, aber jetzt ist heute hier von Drama nicht zu sehen. Wir wollen mal sehen, ob ich euch mal durchschicken kann, weil ich bin ja ein Reporter, das wisst ihr alle, der auch Grenzen überschreitet. Ich bin ein Grenzgänger. Ja. Ja. Aber ihr könnt rüber, ich nicht, ja, weil ihr es seid. Hier, wollen wir mal gucken hier. So sieht's aus drüben. Na, wie sieht's aus? Das gelobte Land, oder? Ihr wart schon drüben, ich nicht. Ja, aber so ist das eben. Manchmal muss man auch Grenzüberschreitungen in Kauf nehmen. Ja, wie gesagt, was wollte ich sagen? Ja, da spielen sich wohl ab und zu menschliche Dramen ab an diesem Zaun. Bei mir natürlich nicht, bin eigentlich ganz gut drauf. Aber ein bisschen Melancholie stellt sich doch auch ein, weil für mich geht dann ja mit diesem Grenzübertritt so an den Klappt. Gehen auch 4,5 Jahre Lateinamerika zu Ende. Und ich habe die Latinos ja schon so ein bisschen ins Herz geschlossen. Ja, und habe mich natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich auch angepasst und so weiter. Ne, 4,5 Jahre. Und ja, schade. Ist schon schade, muss ich sagen, weil ja, die sind da doch diese höfliche Menschen und sind sehr entspannte Menschen, habe ich zumindest so wahrgenommen. Ja. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Ja, auch die Latinos haben ein Recht auf ihren Anteil an der globalen Rotzlöffelpopulation. Keine Frage, aber im Prinzip ja, war schon schön und von daher bin ich jetzt so ein bisschen, ja, mal gucken. Ne? Und ist ja auch nicht nur der Abschied von Lateinamerika, sondern auch für mich dann nach wie viel? Nach 5 Jahren oder so, würde ich sagen, seit Singapur oder Japan, dann wieder die Rückkehr in die sogenannte erste Welt. Ja? Und dass ich auch mal gucken muss, wie ich mich dann wieder einfinde, so mit Regeln, Vorschriften und so weiter, hier Ordnung sauber halten und so weiter. Ne? Und die hohen Preise vor allem. Ne? Ja, unter anderem deshalb werde ich jetzt hier die letzten Tage hier in Tijuana nochmal drauf verwenden. Den muss nochmal flott zu machen. Der lässt sich übrigens entschuldigen, der steht da hinten irgendwo. Und genau, muss nochmal flott machen, was man halt so machen kann an dem Auto. Ne? Und dann werde ich nochmal zum Friseur, Wäsche nochmal waschen, Bus nochmal waschen. Werde ich nochmal ordentlich zum Supermarkt gehen, nochmal Großeinkauf machen, weil es muss ja dann wahrscheinlich reichen bis Deutschland, was ich da einkaufe. Ja? Und nochmal ordentlich den Bauch voll hauen, nochmal ordentlich die Wampe voll machen, ne? Damit ich ja mit dicken Backen zum Donald rüberfahren kann quasi. Ja? Ja, man kennt ja diese Bilder aus dem Fernsehen von diesen Amerikanern, ne? So Haut und Knochen und so, die Leggings an der Hüfte schlabbert und so. Ne?
Das soll mir nicht passieren und deshalb werde ich nochmal ordentlich reinhauen. Ja, und dann mache ich rüber. Ich würde sagen, in 2 Tagen, 2, 3 Tagen vielleicht, über den vermutlich meist frequentierten Grenzübergang der Erde. Mal gucken, wie lange ich da stehe. Und dabei ist ja immer ein Rekord. Ne? Und mal gucken. Ja, wir sind drüben am Ami. Von daher sage ich für dieses Mal, zum letzten Mal, hasta luego und entsende euch schöne Sonnenuntergangsgrüße aus Mexiko. Bis zum nächsten Mal. Tschö.